Wir sind heute hier in und bei naja, das erfahrt ihr gleich. Ihr müsst hierher kommen. Ah, ihr seid ja auch schon da. Ich war gerade beim Mittagessen. Kommt, weiter geht's. So Leute, ihr seht, hier ist so einiges geboten. Sehr viele Wände, das heißt sehr viele Möglichkeiten, Deckung aufzusuchen. Beziehungsweise hier links, rechts und nach oben und nach unten. Da könnt ihr euch so richtig austoben. Da könnt ihr mal so richtig zeigen, was ihr drauf habt. Wir schauen mal weiter hier. Leute, ich bin schon mal hier durchgelaufen. Hier gibt es noch so einiges, was so richtig toll ist. Schauen wir uns mal an. Leute, ihr denkt, was chillt er hier sein Leben? Ich kann euch sagen, nicht umsonst, denn im nächsten Raum, da wird's richtig gruselig. Wir gehen in den Raum jetzt. So Leute, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Habt ihr einen Schreck bekommen? Traut ihr euch noch her? Ich glaube schon, oder? Oder ist die Hose schon voll? Also, so, weiter geht's. Na, wer bist du denn? Boah Leute, und jetzt hier für die, die sich nicht gerne bewegen. Das ist genau der richtige Platz für dich. Boah, schau mal hier oben, ein Wachturm. Wer kennt ihn? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich einfach mal kurz sagen, da bin ich wieder. So, beste Position. Ich mit meinem Kaliber 50 hier oben, du von da. Dann ist hier Ende Gelände. Hier kriegt mich nämlich niemand raus. Cooles Teil. Oh, Horrorhaus ist ja schon vorbei. Schatz, hast du Angst bekommen? Nee, ne? Hier, okay. Ja, klar, du nicht, ne? Boah, komm mal mit hier. Das ist jetzt hier nicht CQB, sondern AQB. Auto Close Battle. Komm. Sind die noch voll hier? Sprit ist ja so teuer. Nee, leider nicht hier. Lass ich stehen. Alle Dude. Lass mich raus. Ah. Nee, muss ich sagen, finde ich gut. Da hat jemand mitgedacht, dass auch gleich die Möglichkeit besteht, sollte ich hier am Boden ein bisschen rumroppen und schmutzig werden, ich meine Wäsche waschen kann. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Deswegen sind Waschmaschinen immer so schwer. Habe ich nicht gewusst, dass hier einfach mal hier ein Betonklotz mit eingebaut ist. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. So, wir haben gerade die Hupe getestet. Geht nicht mehr. Leute, geht's euch genauso, wenn du solche kaputten, demolierten Autos hier hast, bei so einer Location, dann willst du am liebsten gleich hier und bam! Kannst du mal so wie früher auf dem Übungsplatz, Leute, wer kennt es nicht? Ich meine, die sind ja eh schon kaputt. Haben wir alles hier gemacht und Autos hier auf den Kopf geschmissen und so weiter. Das lassen wir lieber hier, machen wir lieber nicht, sonst kriegen wir hier nämlich hier Verbot auf Lebenszeit. Oh, und hier, Leute, ich weiß ja schon, was kommt.
Ihr wisst es noch nicht, aber jetzt wisst ihr es gleich und das ist mega cool. Das bedeutet, Leute, was ich euch damit sagen möchte ist, die haben sich hier so richtig was einfallen lassen, so richtig was ausgedacht. Das ist nicht einfach nur so eine Holzwand hier hingestellt, da ein Autoreifen hingestellt, hier noch einen Holzbalken reingeschraubt. Nee. Komm, Laberababer, ich rede nicht so viel. Let's go inside, sag ich mal hier, ne? Zack! Okay Leute, das ist ja mal echt nice, wie gesagt, schöne Ideen. Hier habe ich jetzt mir sagen lassen, kann man sich verewigen. Ich war hier, das heißt, wenn ihr hierher kommt und hier mitgespielt habt, hier wart, dann könnt ihr auch mit solchen Leuchtstiften eben euer Team bzw. euren Namen, meine ich, hier hinschreiben und einfach sagen, ich war hier. Ja, das ist doch cool, oder? Ist cool? Ja, ist cool. Weiter geht's. So, das Gute ist hier, wir sind hier nicht auf einer Ebene, sondern hier gibt es dann noch ein zweites Stockwerk. Ja, also Keller geht zwar die Treppe runter, aber da ist dann nichts mehr. Also hier quasi nur das Treppenhaus, auch bespielbar. Aber oben haben wir noch mehr und da ist nochmal, also ich sage ja dauernd so, oh, mitgedacht und richtig cool, da werdet ihr jetzt staunen und so weiter. Aber es ist einfach so. Also da kommt ein Highlight nach dem anderen. Los geht's. Der Jäger jaget durch den Wald. Er macht die ganzen Tiere. Erdbeerjoghurt! Leute, wie toll ist einfach das mal hier. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Ist so ganz klar. Wie kann man das übersehen? Du kannst dich hinter einem Tannenbäumchen verstecken. Das kannst du, ja? Ich bin begeistert. Hier. Wer hat denn hier seine Unterhosen vergessen? Schatz, Zeit aufzustehen, du musst in die Schule. Ich will aber nicht in die Schule. Ah, und außerdem ist hier eine Schlange. Habt ihr das schon gesehen? Ha! Und weiter geht's vom Wald in den nächsten Bereich. Ihr erinnert euch, wir sind ja hier auf dem oberen Stockwerk. Was gibt's hier noch? Das schauen wir uns jetzt noch an. Fein voraus! Leute, hattet ihr auch schon mal die Idee, so wie ich, an die Knarre hier irgend so einen Moped-Griff anzubasteln? Hier. Wäre eine coole Idee. Hier für alle Hersteller da draußen, setzt das mal um. Es wird gekauft, definitiv. Noch mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken hier. So Leute, der Alarm geht los. Ich würde sagen, wir bringen uns mal in Sicherheit. Wer weiß, vielleicht knallt es hier gleich. Nee, Leute, ihr habt gesehen, Wahnsinn. Es hört ja hier gar nicht auf. Ihr habt einfach auf 2 Ebenen so viele Möglichkeiten. Ihr habt nicht nur CQB, ihr habt auch die Autos, ihr habt auch den Wald, ihr habt das Horrorzimmer, ihr habt den Darkroom, Leute, und. Ihr habt es ja selbst gesehen. Wahnsinn, ich bin begeistert. Das ist einfach hier ein schlagendes Argument. Argumente, hierher zu kommen und dann wiederzukommen. Und dann nochmal und immer so weiter. Wir sind raus. Sehr gut. Wichtigste
Frau auf dem Feld, ganz klar. So Leute, wir sind hier heute bei, ja, das verraten wir gleich eben, wie schon im Intro gesagt. Und zwar kann ich euch vorab sagen, warum müssen wir hierher kommen? Würde ich eigentlich jetzt hier ihn fragen, den Betreiber, Tobi. Genau. Aber das kann ich euch beantworten. Ich bin hier schon mal durch die Halle gehopst. Es ist einfach mega, Leute, was hier alles gibt, was hier alles aufgebaut ist, was hier aufgebaut wurde. Einfach wirklich der Wahnsinn. Deswegen müsst ihr hierher kommen. Ist wirklich richtig toll. So, möchtest du dich selbst mal vorstellen oder lieber nicht? Dann lassen wir das raus, ja? Also ich bin der Tobi, also die meisten Leute kennen mich alle unter Tobi oder Tops. Gut, und das ist hier, K2B ist quasi mein kleines Baby mit meinen ganzen Jungs und Mädels zusammen. Ja. Wir haben das gestemmt die letzten Monate. Okay. Das heißt, ja, du bist der Betreiber von diesem Genau. Feld hier. Hast natürlich, wie du jetzt gesagt hast, auch noch ein Team hinter Genau. dir, die hinter dir stehen, die dir Und also ohne dieses Team wird es gar nicht funktionieren. ohne das Team, wie so oft, jawohl. Man sieht meistens immer nur einen vor der Kamera, aber dahinter ist ein ganzes Team und so ist es eigentlich in sämtlichen Bereichen ganz genau. So, also du hast schon gesagt, K2B, das ist der Name von deinem Feld, beziehungsweise ja, das ist ja eigentlich eine Halle, eine Airsoft-Halle. Jetzt ist meine Frage, wo finden wir denn, liebe Community, wo findet ihr dieses Feld? Wo müsst ihr hinfahren? Wo sind wir überhaupt hier jetzt? Wir sind hier in Dinkelsbühl in Mittelfranken, laut Fokus der schönsten Altstadt Deutschlands. Aha, also lohnt sich nicht nur wegen dem Feld hierher zu kommen, sondern dann eben auch wegen der Altstadt. Genau. Das heißt, man kann hier ein bisschen Kultur auch noch machen und dann sich hier auspowern und verausgaben. Ganz genau. Also Dinkelsbühl hast du gesagt. Jetzt ist meine Frage, seit wann gibt es denn eigentlich dieses Feld hier, diese Airsoft-Halle? Also wir haben gestartet letztes Jahr im März mit einer Halle, mit einem kleinen Spielfeld, haben 2 Monate später eine zweite Halle mit in Betrieb dazu genommen und ja, die haben wir jetzt dann bis heute eigentlich oben genutzt. Wir hatten unten die dritte Halle damals ausgebaut. Gut, damals nach Corona waren die Holzpreise relativ weit oben. Ja. Haben es dann unten ausgebaut, ich sag mal mit günstigen großen Paletten. Und irgendwann war Thomas, Jonas, wir waren dann in der Halle gestanden und haben gesagt, das ist einfach pottenhässlich. Und Ja. die ganze Halle wieder abgerissen. Oh, okay. So viel Arbeit umsonst dann quasi, aber ja, da ist nichts umsonst, sondern Genau, ich folge jetzt daraus, dass ihr das dann noch besser gemacht habt, noch schöner auf jeden Fall. und jetzt dann zu eurer Zufriedenheit sozusagen. Ja, seid jetzt zufrieden oder müsst ihr nochmal was verändern? Jetzt sind wir erstmal zufrieden. Das ist natürlich gut, ja. Dann warten wir mal auf das Feedback jetzt von den ganzen Spielern und Ja. dann müssen wir mal schauen, was wir noch alles verändern müssen. Okay, alles klar. Ich sehe, diese Halle, die war nicht immer eine Airsoft-Halle, wurde nicht dafür gebaut, ja, sondern das war mal irgendwas anderes. Das war früher eine Produktionsfirma für Pinsel, Ja. aber steht jetzt auch schon seit, ich glaube, ca. 20 Jahren leer. Also seit circa 20 Jahren steht es leer und dann habt ihr die Chance genutzt, du hast die Chance genutzt und Genau. hast gesagt, hier, das ist eine ordentliche Größe, hier muss was Besseres draus gemacht werden, hier kann nicht immer nur rumgepinselt werden, wir machen hier eine Airsoft-Halle rein. Und wie groß ist denn ungefähr dieses Feld, dass man sich da mal ein bisschen was vorstellen Also kann? wir haben jetzt aktuelle Spielfläche von ca., was dürften es sein, 3400 Quadratmeter ungefähr. Wow, okay, also das ist ordentlich und es nimmt gar kein Ende. Es ist wirklich, wirklich sehr groß und wie gesagt, das auch noch auf 2 Ebenen. Ja, wie würdest du jetzt dein Feld sozusagen beschreiben? Welche Bereiche gibt es hier? Ihr habt sehr CQB-lastig ausgebaut. Genau. Was gibt es denn noch so für Elemente? Was gibt es für Besonderheiten vielleicht bei euch? Ja, also wir haben jetzt, sagen wir es mal so, wir haben verschiedene Bereiche jetzt eingeführt. Wir nennen jetzt quasi unser bestehendes Spielfeld, wo alle Spieler mittlerweile kennen oder die halt schon öfters da waren. Das ist jetzt quasi The Village bei uns. Wir haben hier die Möglichkeit, auf lange und kurze Distanzen zu spielen. Haben jetzt durch eine Schnapsidee vom Thomas haben wir jetzt einen Wald hier noch reingebaut, einen kleinen. Boah! Ja, ich tue so überrascht, ich habe es ja schon gesehen. Ist mega cool. Ich bin da rein und habe gedacht so, wow, das gibt's ja gar nicht. Du hast Indoor einfach einen Wald, Leute. Okay, der Wald, Wir ja. haben es dann, also die Bereiche halt thematisiert. Wir haben auch einen Darkroom, also komplett schwarz mit Neonbeleuchtung. Ja. Haben dann, sage ich mal, einen richtigen CQB-Bereich, also unser Killhouse. Wir haben eine Halle komplett auf mehrere Räume aufgeteilt. Ja. Wird auch schon ganz gut angenommen für Trainings zum Beispiel. Okay.
und dann natürlich unseren Schrottplatz. Schrotti, der Schrottplatz, ja. Ihr habt nicht nur das Spielfeld, wo eben jetzt dann bespielt werden kann, sondern ihr habt auch hier hinten so einen kleinen Schießstand, habe ich gesehen, ja, direkt eben hinter uns. Und was kann man denn hier machen? Ihr habt gesehen, hier waren schon einige Leute vorher aktiv. Irgendwelche Lichter sind an- und ausgegangen. Ja, also auf dem Schießstand zum Beispiel haben wir auch verschiedene Spielmodis. Also Schießstand, ja, genau. Es ist ja nicht wie jetzt bei Sportschützenvereinen für Feuerwaffen zugelassen, Genau. sondern alles nur für Airsoft. Also Genau. Es gibt dann verschiedene Spielmodis, zum Beispiel Reaktionstest. Die Targets gehen an, ich muss das Target treffen. Aha. Sobald ich das Target getroffen habe, geht es Ja. aus und es geht einfach ein anderes an. das ist natürlich sehr cool, ein Highlight. Wenn man hierher kommt, dann kann man sich auch mal gegenseitig betteln und einfach mal gucken, ja, wer ist denn eigentlich der Schnellere von uns? Redet er immer nur oder kann er wirklich was? Das ist die Frage. Ja, jetzt gibt es natürlich offene Spieltage bei euch, gehe ich mal stark Genau. davon aus. Gibt es aber auch irgendwelche Events, also Spezialevents, vielleicht Events, die sogar über mehrere Tage gehen und so weiter. Ja, Also gut, bei uns gibt es ganz normal wie jedes Wochenende unsere Offline-Spieltage. also jedes Wochenende. Jedes Wochenende, ja. Also, Und dann in der Herbst- und Winterzeit machen wir einmal im Monat unsere Night Games. Die kommen auch relativ gut an. ja. Und da kommen dann unsere ganzen Verrückten mit ihren Nachtsichtgeräten. Boah, okay. Schaut dann natürlich auch immer mega genial aus. Das glaube ich. Ansonsten, dadurch, dass jetzt die Halle so groß ist, haben wir jetzt wollen wir mal probieren, so eine 12-Stunden-Mission, dass wir mal über einen längeren Zeitraum spielen. Und das wollen wir jetzt irgendwann mal probieren. Okay, ich möchte mal ganz kurz auf diese Night Games eingehen. Das bedeutet, ihr dunkelt hier alles ab, beziehungsweise es wird nachts stattfinden, alle Lichter aus. Das heißt, ich kann hier aber auch nur antreten, wenn ich tatsächlich nachtkampffähig bin, sozusagen, wenn ich Nachtsichtgerät habe, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Die Halle ist abgedunkelt. Wir haben überall LED-Stripes verbaut, also in den Räumen in der Halle selber. Man kann also auch gut ohne Nachtsichtgerät spielen. Also, das gibt dann keinen Grund, warum ihr auch nicht mal zu einem Nachtgame kommen solltet. Also, es gibt keinen Grund, warum ihr hier nicht mal zu einem Nachtgame auch kommen solltet. Das ist ganz klar, ist ja mega. Und jetzt meine Frage, wo finde ich denn überhaupt eure Termine? Wo finde ich denn die Infos über eure Events? Bei Facebook, Insta? Also unsere Termine stehen im ASVZ. Ja, Auf Insta und Facebook posten wir es immer wieder. ja, Und okay. jetzt haben wir endlich mal eine Homepage, die geht jetzt dann online. Super. Und dann sind da die Termine auch drauf. Also Homepage findet ihr in der Beschreibung, ist alles verlinkt. Das heißt, einfach da draufklicken und dann findet ihr da die Termine und wisst Bescheid, wann findet was statt. Aber ihr könnt euch sowieso merken, einfach jedes Wochenende ist hier immer was geboten. Das bedeutet, ist egal, wann ihr kommt. Wochenende ist immer Spieltag. Deswegen, wie oft finden jetzt die Spiele statt? Klar, jedes Wochenende, solche Spezialevents und so weiter. Kannst du da irgendwie einen zeitlichen Abstand ungefähr nennen, so alle 2 Monate? Oder habt ihr da irgendwie jetzt hier so einen geregelten Ablauf? Die Nachtgames machen wir einmal im Monat. Also ab September normalerweise einmal im Monat. Okay, alles klar. Ja, okay, dann wollen wir natürlich auch wissen, wer hierher kommen kann. Wer kann hier spielen? Heißt jetzt für mich zum Beispiel vom Alter. Ab wie vielen Jahren kann ich denn überhaupt hier bei dir in der Halle spielen? Also bei uns ist es möglich, ab 14 Jahren zu kommen. Ja, Natürlich mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern. ja. Und nach oben haben wir keine Grenzen. Also wir haben Hier mit Rollator und so alles weiter. Mit 80 kannst du auch mal hier Altenheim anschreiben. Die können auch mal ein bisschen raus aus ihrer Bude. Und was richtig krasses war. Ja, wäre eigentlich ein sinnvoller Vorschlag. Ein bisschen Bewegung kann denen auch nicht schaden, bestimmt. so schaut's aus. Okay, also ab 14 und Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, ihr wisst ja, Waffengesetz in Deutschland sagt einfach, wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, dann halt einfach nur 0,5 Joule. Ne? Genau. Ja, aber kann ja auch Spaß machen, vor allem wenn du jetzt auf kurze Distanzen wirkst und außerdem wollen wir uns nicht gegenseitig wehtun. Das heißt 0,5 Joule ist auch völlig, sag ich mal, ausreichend. Okay, die Altersgrenze haben wir jetzt geklärt. Also ab 14 Jahren könnt ihr herkommen. Aber dann wäre noch die Frage, muss man irgendwo Mitglied sein in irgendeinem Airsoft-Team zum Beispiel? Oder kann hier einfach wirklich jeder bei euch vorbeischauen und hier mitspielen? Also bei uns kann wirklich jeder kommen.
als Einzelspieler, als Team, als kleine Gruppe. Ja. Bei uns ist jeder gern gesehen. Okay, und weil du jetzt gerade gesagt hast, Team, kann ich, wenn ich jetzt in einem Team bin, auch mal die Halle anmieten zum Beispiel? Also die Möglichkeit besteht auch. Okay. Das ist kein Problem. Also, wenn ihr mal mit eurem Team, sei mal ein internes Event stattfinden lassen wollt oder zum Training und so weiter kommen wollt, das heißt dann einfach hier Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr das Ganze hier eben auch anmieten. Genau. Wenn ich jetzt dann eben sage, pass auf, nächstes Wochenende passt mir ganz gut in den Kram, ich möchte hier vorbeikommen, ich möchte hier spielen, muss ich mich dann vorher anmelden, irgendwo registrieren oder kann ich auch einfach wirklich zum Beispiel spontan hier vorbeischauen und dann einfach mich hier anmelden und dann mitzocken? Also die beste Möglichkeit ist die Anmeldung. Sagen wir in den Wintertagen oder im Herbst sind wir mal relativ gut gebucht und daher wäre eine Anmeldung eigentlich erforderlich. Okay, und wie melde ich mich dann an am besten? Also zum Beispiel übers ASVZ, über E-Mail. Aktuell machen wir ja noch, solange die Homepage jetzt nicht online ist oder nicht online war, über Instagram, Facebook kann man uns anschreiben. Wir führen eine interne Liste und dann kann derjenige kommen. Alles klar, wenn ich jetzt von weiter weg komme und sage, aber ich möchte diese Halle mal ausprobieren, danach nach Hause fahren, das ist nichts mehr. Gibt es hier eine Möglichkeit der Übernachtung? Ja, also aktuell ist es noch schwierig, ist aber wegen der Halle geschuldet. Es sind ja hier mehrere Mietparteien noch in der Halle mit drin. Aktuell sind auch viele Lagerräume auch ohne Schließsystem. Das soll irgendwann auch geändert werden. Und wenn diese Räume Schließsysteme haben, dann können auch Leute in der Halle übernachten. Okay, also das ist schon mal der Ausblick quasi für die Zukunft. Dann auch Übernachtungsmöglichkeiten für eben Spieler, für Teams, die dann eben vielleicht Also dann weiter... für heute haben wir ja auch eine Ausnahme gemacht. Also heute übernachten ja auch jetzt mehrere bei uns in der Halle. Also okay, also ist durchaus möglich und für die Zukunft dann eben auch Standard. Ja, wenn ich übernachte, ich möchte was essen natürlich auch, gibt es hier, ich sag mal, Bewirtung, aber jetzt ein bisschen abgespeckter Form vielleicht. Ja, habt ihr irgendwie so einen kleinen Snickers-Shop oder irgendwie sowas? Also wir haben quasi an den Spieltagen bieten wir Wurstsemmeln an, macht unsere Denise jedes Mal. Ja, okay. Vorher hatten wir mal wie so eine Art kleinen Caterer hier mit Leberkässemmeln, Würstle und so weiter. Jawohl. Aber seitdem Denise da ist, macht die alles mit ihren Wurstsemmeln. Okay, also macht alle Spieler glücklich. am Spieltag gibt es was Deftiges zu essen. Da muss keiner mit leerem Magen hier aufs Spielfeld. Das ist auch super, wenn es irgendwas zu mampfen gibt. Ja, da ist ja alles da. Wie gesagt, Übernachtungsmöglichkeiten in der Zukunft. Toiletten sind natürlich auch da. Und ja, ganz genau. Und richtig, dann eben auch was zu essen. Genau, was kostet denn überhaupt bei dir jetzt so ein Spieltag, wenn ich jetzt mal sage, ich komme alleine oder im Team, gibt es dann irgendwie so einen Gruppenrabatt? Oder wie sieht es denn bei euch aus? Also bis jetzt kostet der Spieltag, wenn ich mit eigener Ausrüstung komme, 30 €. Ja. Wir haben vor ein paar Monaten dieses 10er-Kartensystem eingeführt. Also wenn ich 10-mal hier war, kann ich einmal kostenlos spielen. Aha. Ab Oktober bieten wir jetzt auch noch eine Jahreskarte für 2024 an. Für 2024 €? Achso, fürs Jahr 2024. Genau. Ja. Ja. Und was wird die kosten? Also wir sind aktuell bei 435 €. Jawohl, okay. Für viele Spieler absolut lohnenswert. Genau. Ja, da bist du richtig gut dabei. Ne? Das klingt auch nicht viel, finde ich. Und wenn man das teilt durch die Wochen, dann kommt da gar nichts bei raus. Also, das ist hier, wenn du jede Woche hier zocken gehst, ist es nicht mal ein Zehner, wenn ich jetzt mal grob überschlage. Ja, es gibt Leute, die gehen jeden Tag, ja, dann im Wohnzimmer und dann mindestens jedes Wochenende spielen. Ja, ganz klar. Okay, dann haben wir das mit den Preisen auch geklärt. Und jetzt hast du schon gesagt, wenn ich meine Ausrüstung selber mitbringe, was ja viele tun, aber es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, pass auf, ich möchte mir mal den Airsoft-Sport anschauen. Ich habe noch gar nichts, will mal reinschnuppern. Habt ihr da auch irgendwie Leihausrüstung, Schnupperausrüstung? Genau. Also wir haben Leihausrüstung da. Wir haben auch von unserem Partner Bad Agency Leihwaffen da. Okay. Dass diejenigen, die gleich etwas höher einsteigen wollen, auch mal getunte Waffen dann testen können. Bad Agency, dürfen wir die hier verlinken? Mit? Gehen wir davon aus. Wir fragen sie einfach später, jawohl. Okay. Genau. Also haben wir auf jeden Fall da. Okay, also Leihausrüstung gibt es ja auch preislich, weißt du? Ja, also wir haben ein Leihpaket. Wir haben das 05er Leihpaket. Das wird dann mit Waffe, Maske, 1500 Schuss, Speedloader, alles was man dazu braucht, kostet dann 30 €.
Das über 0,5 Joule Paket, das kostet 35 Euro und das Tracer Paket, das sind wir bei 40 Euro. Tracer macht einfach so viel Spaß. Okay, also auch absolut super. Hier auch kommt ihr her, wenn ihr gar nichts habt zum Ausprobieren. Ihr bekommt hier Leihausrüstung und dann könnt ihr hier Spaß haben und einfach mal testen, ist das überhaupt was für euch oder nicht. Wir waren gerade schon bei den Waffen, du hast gesagt 0,5er Paket, über 0,5 Joule und so weiter. Was sind denn hier bei euch die Grenzen eigentlich, die Grenzen der Joule-Zahl? Also die Primärwaffe sind wir bei 1,3 Joule, bei der Backup sind wir bei 1 Joule. Ja, und nach unten natürlich immer willkommen, 0,5. Ja, alles drüber, wie wir wissen. Wir wollen ja uns nicht gegenseitig verletzen und irgendwelche Zähne rausschießen oder sonst irgendwas. Ja. Natürlich deswegen am besten auch mit Maske spielen, sage ich auch immer, sicher ist sicher. Ja, später ist das Nachsehen natürlich immer groß, wenn dann so ein Zahnschild, wie bei Jochen zum Beispiel. Aber gut, das ist natürlich auch Jochen. Ne? Ja, okay, das sind jetzt eben die Waffengrenzen und sicherlich habt ihr auch irgendwelche Regeln unter 5 Metern, dass da nicht mehr geschossen wird? Nee, oder? also bei uns gibt es da diesbezüglich keine Regeln. Also wir haben den Gentleman Bank bei uns. Ja. Wurde aber bisher eigentlich auch immer super eingehalten. Das ist gut, jawohl, weil wir wissen ja alle, wir wollen selber wieder schön nach Hause ohne größere Schäden und das machen wir bei anderen genauso. Aber muss sich ja niemandem erzählen. Naja, vielleicht dem einen oder anderen doch. Es gibt ja, anderes Thema, ganz genau. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, Gentlemen, so verhalten wir uns. Wie kann ich denn hier vom Feld fliegen eigentlich? Was gibt es bei euch? Was geht gar nicht, sage ich mal? Ja, also natürlich bei jedem Airsoft-Feld die sogenannten Highlander. Oh, die mag natürlich niemand. Also sie werden natürlich erstmal ermahnt, aber, aber wir hatten bisher eigentlich wirklich Glück. Wir hatten erst einen einzigen vom Spielfeld verweisen müssen. Ja. Also da haben wir wirklich bis jetzt echt super Spieler da gehabt. Okay. Keine Probleme. Okay, ja, das ist natürlich nichts, wissen wir ja selber, wenn sich einer da im Wachturm verbröselt und dann die ganze Zeit hier den Lauf durch die Sandsäcke steckt und dann, ja, das ist natürlich gar nichts. Ne? Also wir wollen hier fair spielen, wir wollen alle Spaß dabei haben und ja, gut, das brauchen wir nichts. Und ansonsten gehe ich mal davon aus, einfach die Regeln des alltäglichen Umgangs, ja, und dann ist alles gut. Ja, okay. Pyro ist hier erlaubt? Nein, oder nicht? Ist leider nicht erlaubt. Also dürfen wir nicht. Gut, ist jetzt auch in der Halle, sag ich mal, vielleicht ein bisschen schwierig. Gehörschutz bräuchtest du da und selbst dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Ne? Wir haben halt als Alternative unsere Nebelmaschine. Nebelmaschine ist auch ganz cool. Jawohl, das ist natürlich super, ja. Sind hier Fahrzeuge erlaubt? Kann ich hier mit meinem Humvee reinbrettern und durch die Halle düsen? Das ist natürlich eigentlich erstmal Quatsch, weil ja, in die Halle kommst du erstmal so gar nicht rein, du musst die Treppe hochfahren. Aber ich habe irgendwas gehört bei euch, dass da doch mal irgendwie ein Fahrzeug in der Halle aktiv war. Ja, wir hatten letztes Jahr einen Spieler hier, der kam mit dem Airsoft-Panzer. Mit dem Airsoft-Panzer? Mit dem Leo 2. Okay, also meinst du jetzt hier so einen kleinen, wo er sich selber reinsetzt mit Rasenmähermotor? Oder? Nee, das war ein ferngesteuerter Panzer, aber war auf jeden Fall mal witzig, im Spielgeschehen den Panzer zu sehen. Das glaube ich, hey, das ist cool, aber so einen hatte ich tatsächlich auch mal. So einen kleinen Leopard, ne, der auch mit eben 6 mm BBs schießen konnte. Stimmt, den hatte ich auch mal, aber ist ja ganz klar, wir haben den ja nicht zum Hinstellen und Angucken, sondern der wird auch eingesetzt und dann sind hier die ganzen Laufrollen bei mir abgebrochen und so weiter, wie ich durch den Garten und so. Naja, anderes Thema. Okay, ja, es gibt ja Leute so wie mich, die filmen und das dann zum Beispiel bei YouTube veröffentlichen. Wie sieht es bei euch denn hier aus, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte für meinen Kanal mein Spiel filmen zum Beispiel? Sind die hier willkommen oder ist das Filmen des Spielbetriebs und so weiter? Natürlich unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ja, ist es dann bei euch erlaubt, gewünscht, erwünscht? Also ist bei uns erlaubt und erwünscht. Okay, also für alle, die eben sich beim Spielen filmen wollen, das Ganze auch veröffentlichen wollen, dann legt los, Feuer frei. So, und wir sind fast am Ende angekommen und dann hätte ich aber noch eine letzte Frage und zwar habt ihr jetzt gesagt, ihr habt ja viel schon umgebaut, ihr habt wirklich hier mega top Leistung vollbracht, muss ich sagen, also Wahnsinn, was ihr hier aufgebaut habt, ja, ist einfach so, aber man bleibt ja eigentlich grundsätzlich nie stehen. Ist denn dennoch was für die Zukunft geplant? Auch wenn es nicht nächste Woche ist, nicht in einem halben Jahr, aber ja, bestimmt gibt es da schon irgendwas im Kopf, Ideen
vermute ich mal, ist ja bei jedem eigentlich so, ne? Dass man Ideen hat, Träume, ja, was könnte ich denn noch machen oder noch besser, größer, höher, weiter, ja? Ist da bei euch auch irgendwas geplant? Ja, also unsere zwei Spezialisten, Thomas und Jonas, Hallo! programmieren quasi, gut, deswegen, auch wegen der Hallenerweiterung ist das jetzt gerade auf Eis gelegt. Ja, Aber die haben jetzt einen Spielmodus, also einen digitalen Spielmodus, wo quasi Herrschaft digital gespielt wird. Jeder Spieler bekommt einen Bluetooth-Chip, die Häuser kriegen Sensoren und sobald ich quasi in dem Haus bin, mich 10 Sekunden zum Beispiel in dem Haus aufhalte, zählt es quasi für meine Teamfarbe den Punktestand. ja. Also das ist so, was wir schon mal kurz getestet haben, Boah, was auf jeden Fall mal sehr interessant sein wird. das hört sich interessant an, das hört sich ja richtig Hightech an. Wahnsinn, okay, also das ist noch geplant, das wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten hier, weil du jetzt gesagt hast, Spielmodi, das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschlagen, vergessen. Was für Spielmodi gibt es denn eigentlich bei euch? Was spielt ihr denn hier hauptsächlich? Also gut, übliche Team Deathmatch. Okay, ja. Wir haben Bombensimulatoren hier zum Entschärfen. Mhm. Haben dann verschiedene schnelle Bombe, dann wirklich Bombenkoffer entschärfen. Dann, wir haben so ein Munitionskistenspiel, also ein Team, du musst quasi deine Munitionskiste verteidigen und musst vom Gegner die Munitionskiste klauen und in deinen Spawn bringen zum Beispiel. Also wie Capture the Flag zum Beispiel, nur genau. Capture the Munitionskiste mit 50 Kilo die Kiste. Nein, so schwer ist sie nicht. Genau. Okay, also klingt nach einer Menge Fun. So, dann sind wir schon am Ende angelangt und dann sage ich mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein durften in eurer großartigen Halle. Nochmal an euch da draußen, liebe Community, kommt hier vorbei, es lohnt sich wirklich richtig. Anmeldung und so weiter habt ihr gehört. Die Homepage ist in der Beschreibung hier unten, wenn ihr nach unten scrollt, verlinkt. Das heißt, nicht lang quatschen, loslegen, ab ins Auto, anmelden und hierher kommen. Vielen Dank. Danke. Wie immer, euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke, euer Flacco. Ciao, Nudeljunge. Ciao. Ah ja, ciao.